Ich bin Claudio Vieta, der Gründer von Leaf und begeisterter Blätterhändler und Fresser. Es fängt mit diesen Blättern an hier, hat eine Oberseite und eine Unterseite, die auch poröser ist, weil dadurch mehr geatmet wird. Das ist der Teil, der am Baum selber ist. Und die Blätter sind eigentlich ein Abfall von Nusspalmen, Areca-Palmen. Was wir machen damit ist, dass wir diese Blätter den Bauern abkaufen, zu einem fairen Preis auch, dass sie noch einen zweiten Einkunft haben, und damit wird dann einfach das Blatt in Wasser eingeweicht und dann kommt es einfach, dieses wabbelige Blatt, in eine Dampfpresse für etwa 1,5 Minuten. Dann fährt so eine Klinge außenrum und schneidet den Rest vom Blatt weg. Und am Ende ist einfach nur noch ein Teller. Und das Schöne ist, dass es halt wirklich nur ein Blatt ist. Also man muss jetzt nicht irgendwie, es ist nicht irgendwie lackiert und zusammengeklebt aus verschiedenen Blättern, wo man dann den Kleber wieder hat, sondern ich kann das tatsächlich einer Kuh zu fressen geben, ich kann das in den See werfen, in den Wald werfen, passiert nichts. Es wird genau wie jedes andere Blatt auch verrotten. Vielleicht ein bisschen langsamer als jetzt ein Blatt von einer Birke oder was, das ganz dünn ist, aber trotzdem in 3 Monaten sind die meistens eigentlich wieder zur Erde geworden. Also ich habe schon als Kind irgendwie so eine kleine Umweltschutzorganisation gegründet, wo wir uns damals viel gegen Wegwerfen auf Wanderwegen und die Kröten, die immer irgendwie vertrocknen in diesen Eimern neben den Straßen und so eingesetzt haben. Also so Kindersachen halt eher. Aber das ist, glaube ich, schon wichtig gewesen, dass du halt irgendwie viel in der Natur bist, Natur schätzen lernst. Also, und halt auch irgendwie als deinen Freund siehst. Also ich glaube, dass das die Kiddos heute, ich sehe das an meiner Tochter, die ist jetzt 13, die sind, für die ist halt Natur ganz anders ein Gegenüber, vor dem man auch Angst haben muss und was man nicht versteht und sowas. Und ich glaube, wenn man als Kind schon viel im Wald gewesen ist, dann ist das eher ein vertrautes Umfeld, ein schönes Umfeld, und ich glaube, das prägt schon, ja. In der Grundschule fand ich Leonardo da Vinci sehr geil. Ich hatte Leute, für die ich mich sehr, sehr früh begeistert habe. Ich glaube, mein zweiter, so mit 8, 9 oder sowas, dann war Frank Lloyd Wright, das ist ein Architekt, den ich unheimlich cool fand, weil der irgendwie Zufall drauf gestoßen. Wirklich ganz, ganz viele. Also ich habe auch viele wirklich Lehrer zum Beispiel, denen ich unheimlich viel zu verdanken habe, weil sie einfach irgendeine Begeisterung geweckt haben, ob das jetzt für Physik war oder irgendwas. Eine Sache, also auch gerade bei Lehrern, die ich total für unterschätzt halte, was die eigentlich im Kind anrichten und wecken. Und war bei mir auch so. Also ich habe viele Lehrer gehabt, die mich ganz, ganz, ganz stark geprägt haben. Die Initialmotivation, würde ich sagen, setzt sich aus 2 Sachen zusammen. Zum einen war ich ganz aktiv auch auf einer Suche, wo ich meine Energie reinknallen kann, was Sinn macht. Weil ich es furchtbar fand, dass man eigentlich immer in Jobs hängt, wo man halt auch wirklich Overtime machen muss, und sich eigentlich, also jedem Job bringt man es nur zu was, wenn man sich wirklich engagiert. Und ich fand es immer frustrierend, sich für was wirklich zu engagieren, wenn die Sinnhaftigkeit zumindest sehr fraglich ist. Also wenn du halt irgendein Produkt machst zum Beispiel oder ein Design für irgendeine Firma, in Grafik zum Beispiel, eine Anzeige von einem Produkt, wo du denkst, ja, aber die Welt braucht dieses Produkt nicht. Im Gegenteil, sie braucht es ganz und gar nicht. Ja? Und je mehr Zeit du jetzt hier reinknallst, damit machst du es nicht besser. Also etwas, wo man nicht nur einen direkten persönlichen Erfolg von habt, dass man jetzt in der Firma aufsteigt und was gut gemacht hat und sagt, toll, ich habe das gut abgeschlossen und so, sondern wo man am Ende halt auch sieht, okay, du hast auch global gesehen damit was Sinnvolles gemacht. Und jede Stunde, die du da reinhängst, macht auch Sinn in einem globalen Zusammenhang fürs Leben und die Welt und die Leute um dich rum und nicht nur dich selber. Das war so ein Aspekt, und der andere Aspekt war, meine Schwester war früher vor allem noch viel mehr immer so ein sehr alternativer Mensch, und mir ist immer aufgefallen, diese Diskrepanz zwischen so dieser alternativen Ökoszene und der Gesellschaftsmitte eigentlich. Und ich dachte immer, dass das schade ist, weil dass die sich auch irgendwie beide so ein bisschen abschätzig angucken. Die anderen sagen, oh, ihr macht das falsch, die anderen sagen, ihr seid Spinner.
Und das zieht sich natürlich halt auch in Produkte und Services rein, dass ich dachte, man müsste diese beiden Welten zusammenbringen. Also eigentlich Produkte zum Beispiel, die von der Gesellschaftsmitte akzeptiert werden, die aber halt eben eigentlich nachhaltig und sinnvoll sind, wie man sie wie jetzt ein Produkt für einen Bioladen sich vorstellt. Mittlerweile sind ja Bioladen auch mainstreamiger geworden, aber also es gibt natürlich eine ganze Menge Sachen, die man so gelernt hat. Und ich glaube, so ein paar ganz wichtige Lektionen, die ich mitgenommen habe, ist einmal testen, testen, testen. Also, dass man wirklich wenig in seinem Kämmerchen hockt und sich überlegt, das ist ganz am Anfang mal gut, aber dass man dann relativ früh rausgeht und die Sache wirklich an der Person testet und sagt, gefällt dir das, willst du es haben, auch für den Preis, was gefällt dir daran und nicht immer versucht irgendwie den perfekten Service, das perfekte Produkt zu kreieren und dann irgendwie zu kommen und sagen, tada, ich habe das super Ding gemacht und sagen, ja, nee, ist aber blau, wir wollen es alle in Pink haben. So, oh, jetzt haben wir ganz Quartier in blau gemacht. Also das ist ein ganz großer Teil, nah am Kunden sein, für wen man auch immer ist und mit dem von Anfang an nicht warten, bis man das alles perfekt abgerundet hat, sondern sofort rausgehen damit. Wenn es eine schöne Sache ist, die den Leuten gefällt, dann gefällt die denen auch, wenn die noch nicht ganz perfektes Schleifchen dran hat.